Einen wunderschönen guten Morgen. Dunkelheit in Schweden, wie man sieht. Es ist 5:45, extrem früh. Wird wahrscheinlich erst so nicht wahrscheinlich, es wird so in 2 Stunden hell. Wir starten jetzt gleich zu einem Turnier. Wir warten hier auf Thomas, der holt uns jeden Moment ab. Dimitri und ich sind hier. Und dann geht es zu den Blekinge Pike Masters. Die zweite Auflage des Turniers. Letztes Jahr haben wir schon mitgefischt. Hatten, oh jetzt muss ich mich richtig erinnern, ich glaube, einen 4. Platz gemacht mit 432 cm insgesamt, was für ein Turnier kein schlechtes Ergebnis ist. Die Teilnehmerzahl wurde deutlich aufgestockt von 15 auf 32. dieses Jahr. Sehr qualitativ hochwertig besetztes Turnier, gute Angler dabei. Und ja, wir wollen auf jeden Fall wieder oben mitspielen und schauen mal, was dann heute so geht. Und jetzt hoffen wir, dass Thomas gleich kommt und dass wir loslegen können. Dimi und ich sind heiß wie Frittenfett, wir können es kaum erwarten. Top motiviert, trotz der Frühe, aber so ein Turnier ist halt auch nicht so oft, von daher ist das mit dem frühen Aufstehen auch kein Problem. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi Thomas. Hi David. Guten Morgen. So, ja, jetzt hole ich die Jungs ab und dann fahren wir zu den Blekinge Pike Masters und rocken das Ding. Auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, ich bin mega heiß. Ich hoffe, die Hechte auch. Und dann geht's los. Alles klar. Jetzt müssen wir noch das Boot tanken. Die Regel ist, wer zu spät kommt, tankt. Also zumindest war das letztes Jahr so, da musste David tanken. Dieses Jahr bin ich zu spät gekommen, aber das hatte Tradition und deswegen muss David jetzt trotzdem tanken. Aber er muss jetzt wenigstens nicht ins Boot klettern, so wie letztes Jahr. Das ist deutlich angenehmer als letztes Jahr. Besser am frühen Morgen. Auf jeden Fall echt nur Zapfhahn halten. Nicht über irgendeine Reling klettern und Klappe aufhalten, sondern nur stehen und Zapfhahn halten. Dafür ist hier ein bisschen mehr Sprit, der reingeht. Ich glaube 95 Liter würden insgesamt reingehen hier in den Tank von dem Boot. Ich glaube ein bisschen was ist noch drin, sonst stehe ich hier in ein paar Minuten noch. Wir werden es sehen. Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen spät dran. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Die Jungs haben sich wieder zu viel Zeit gelassen. Das ist eine Lüge. Was? Eine Lüge. Schneide ich raus. Guten Morgen nochmal. Ja, wir sind jetzt im Auto auf der Autobahn Richtung Karlskrona. Wir fahren heute zum letzten Angelturnier des Jahres, Ende November. Wir haben jetzt gerade plus 1,5 Grad. Und dieses Jahr stürmt und regnet es aber Gott sei Dank nicht. Ja. Und wir hoffen, dass wir da was gewinnen können. Es ist also so, das ist jetzt ein privates Angelturnier, das sogenanntes Cash-Tabling, also ein Geldturnier. Man hat vorher einen Beitrag bezahlt und alle Beiträge werden in den Topf reingeschmissen und der Gewinner kriegt alles. Es gibt noch viele andere Sponsoren, auch unter anderem wir sind als Sponsor mit dabei, mit einem Guiding in Eriksberg für den längsten Fisch. Und es sind nur 30 Teams dabei, eigentlich 32, weil noch 2 Sponsoren eine Wildcard bekommen haben. Aber es sind so ausgewählte Teams, also Teams, die das Gebiet erstmal sehr gut kennen, alle. Und auch dann sehr, sehr gute Angler mit dabei. Die Gewinner letztes Jahr hatten über 500 cm, ich glaube 516 cm im Durchschnitt. Wir sind 5. geworden, 1 cm hinter dem 4. Platz mit 422, meine ich, war es noch. Könnt ihr euch alles in dem ersten Video Blekinge Pike Masters anschauen. Auch ein geiler Tag mit Meterhecht und allem dabei. Und ja, jetzt sind wir heiß, slippen gleich das Boot, fahren zum Start und da melden wir uns dann wieder. Hier ist unser Messbrett. Wir
2,30 Meter geht's. Steckt ihr hohe Ziele, oder wie war das? Hi, ich bin Dimi, habe den Sommer über hier verbracht bei Small Sportfiske. Thomas hat mich jetzt eingeladen zum Blinking Pike Masters 18. Bin super happy, freue mich auf einen ganz heißen Tag. Bin am Freitag mit dem Flugzeug angereist. David hat mich vom Flughafen abgeholt. Jetzt sind wir hier, gestern schon ein bisschen geangelt in einem kleinen See in Tingsryd. Schon schön Fisch gefangen und hoffentlich geht es heute so weiter. Ich bin mega heiß und freue mich auf dicke Hechte. Zange, Robert. Der war jetzt zu klein, 70 cm müssen sie haben. So, jetzt haben wir den zweiten Fisch, der müsste blass da liegen. Andersrum, einfach so liegen lassen. Der müsste das Maß haben. Ich packe jetzt das Handy aus, weil wir müssen den einschicken. David schon mal, dass er 2 Fotos machen kann. Geht? Ist schwarz, ne? Ja. Ist auch gerade gesehen. Nochmal neu. Jetzt. So, da ist er. Hoffentlich hat er die 70. Hat er. Die Nummer muss drauf sein. Und dann hat er 71, 76. So. Mal so. Ja. Aber ich kriege noch 77. Jetzt. Hast du? Ich habe ein paar gemacht, ich muss mal eben checken, ob es 4 ist zu erkennen, Hecht ist vorne dran. 77, alles klar. Hast du? Ja. Okay, noch eins so. Das letzte Foto oder was? Das letzte Maßbandfoto war das beste? Okay, Okay, klar. Sicherheitshalber 2 gemacht. So, jetzt machen wir den wieder rein. Weißt du? Weil wir wollen den erst einschicken, dann kriegen wir quasi eine Bestätigung. Und wenn wir die Bestätigung haben, dann lassen wir den wieder frei. So, also wir müssen jetzt den Fisch melden, dann kriegen wir eine Bestätigung, dann lassen wir ihn wieder frei. So, Foto. Oh. Boot lassen wir jetzt geankert, bis wir die Bestätigung gekriegt haben. Solange angeln wir jetzt hier an dem Spot weiter. Fische scheint es hier zu geben. Wir haben jetzt einen guten Spot gefunden, denke ich. Weiter geht's. Ich habe schon mal weitergemacht, während Thomas den Fisch versorgt hat und die Fotos eingeschickt hat. Weil Zeit ist Geld quasi. Ist ein Pay-Turnier und von daher jeder Fisch zählt. Und da will ich keine Zeit verschwenden und dann lieber in der Zeit weiter angeln, um
wirklich jede Sekunde möglichst gut nutzen zu können. Immer Köder im Wasser zu haben, immer die Chance auf den Fisch zu haben. Das zählt bei so einem Turnier. So, da kam jetzt wieder einer, das war jetzt der erste Fisch überhaupt auf dem Pela Jerk. Prototyp. Hat sich ganz gut angefühlt. Gucken wir mal schnell, ob der über 70 hat. Ich glaube es nicht. Ne, nein. So, leider einen Meter. Nächsten Ort. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Auf was für ein Köder? Der Viper Chat hat mir den Arsch gerettet. Tour-Motoröl. Mein erster Fisch heute. Einen habe ich verkackt vor ein paar Stunden und jetzt ist es extrem zäh gewesen in den letzten gefühlt 20 Stunden. In Wirklichkeit glaube ich seit 3 Stunden war es jetzt der erste Fischkontakt. Und schauen wir mal, was wir da haben. So, da ist der Gute. Ich glaube, den brauchen wir nicht messen. Der dürfte keine 70 haben. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Und selbst wenn wir den ganz lang ziehen, kommen wir auf vielleicht 68. Also schnell zurück damit. Weg ist er. Trotzdem Petri. Fühlt sich trotzdem gut an. Schlimm genug. Naja, weitermachen. Vielleicht gibt es ja noch mal einen bisschen größeren hier. Faxen gemacht und Fisch gefangen. Ja, hat eigentlich gar nicht verdient den Fisch. Wollte Dimi und mich verarschen, hat einen Fake-Anhieb gesetzt. Und diese schnelle Bewegung vom Jerk muss den Hecht irgendwie extrem gereizt haben. Und dann guckt er uns an, verarscht. Und in dem Moment kommt der Biss. So kann es halt auch mal gehen. Ja. Das stimmt gar nicht. Was David gerade erzählt, ist alles scheiße. Du musst nur wissen, wie du den Köder zu führen hast. Hat der einen Meter? Ja, bestimmt. Nein, der ist auch zu klein. Alle zu klein heute. Das ist mein 6. Fisch. Wir haben jetzt 8 Fische gefangen heute. 5 Wertungsfische brauchen wir. Dann haben wir nur einen Wertungsfisch. Alle zu klein. Scheiße. So kann es auch laufen. Zeit zusammenzupacken. War ein ganz harter Tag. Kalter Nordostwind, die Fische nicht wirklich so in richtiger Beißlaune. Wir haben zwar ein paar gekriegt, 8 Stück insgesamt, wovon man auch sagen muss, Thomas hatte da den größten Anteil. Zumindest aber keiner geschneidert, aber leider halt nur ein Wertungsfisch. Die mussten mindestens 70 sein, um in die Wertung zu gehen. Wir hatten einen mit 77 und ansonsten ja viele zwischen, keine Ahnung, 55 und 2 haben wir noch gemessen mit 68. Ja, ist zu wenig fürs Treppchen. Aber naja, wir gehen jetzt gleich rein. Gibt noch Buffet hier im Hotel. Das wird wahrscheinlich zumindest gut und dann kann man sich ein bisschen aufwärmen. Und dann geht's auch gleich zurück. Motor muss noch getrailert werden. Und dann geht's ab nach Hause unter die warme Dusche. Ja, jetzt sind wir wieder zurück im Hafen. Blickinge Pike Masters 2018 ist für uns beendet. Siegerehrung haben wir nichts mit zu tun. Wir haben 8 Fische gefangen. Es war extrem schwierig heute. Alle Fische bis auf einen waren kleiner als Wertungsgröße, also unter 70. So kann es auch gehen. Wir veröffentlichen das Video trotzdem. Dann sieht man auch mal, dass es nicht immer so ist, dass man 20, 30 Hechte fängt, sondern dass es auch mal schwierig sein kann. Es gibt nur, so wie ich es gesehen habe, 4 oder 5 Teams, die alle 5 Wertungsfische gefangen haben. Bis um 13 Uhr war es so, dass nur 19 Teams überhaupt von 32 überhaupt einen Wertungsfisch hatten. Also das zeigt schon, dass es extrem schwierig war heute. Wir haben keinen Schneider an Bord, Mindestziel erreicht. Und ja, jetzt gehen wir noch was essen und unterhalten uns mit den Jungs und dann geht's ab nach Hause.
ist das Turnier auch vorbei. War, wie die Jungs schon gesagt haben, ein zäher Tag. Thomas trotzdem extrem dankbar, dass er mich eingeladen hat. War ein super cooler Tag hier in den Sternen. Ganz was anderes als Angeln in Deutschland oder in Holland. Die Dimi Viper, die kennt ihr sicherlich aus dem Video davor oder aus einem Video davor. Hat mir heute nicht ganz so viel Glück gemacht wie die letzten Tage. Einen Fisch habe ich gefangen, nicht auf die Dimi Viper, auf den Twister. Damit geht es aber in Holland weiter. Ich verabschiede mich, komme auf jeden Fall wieder.